weiß nicht, warum das eine Oder-Frage ist, weil das eine das andere für mich nicht ausschließt. Klar sind wir stolz auf das, was wir geschafft haben, aber natürlich weiß man auch immer, was man irgendwie besser machen kann. Wichtig dabei ist nur, nicht das zu bereuen, was man gemacht hat, weil man hat immer alles so gut gemacht, wie man es gerade konnte. Und natürlich würde man immer im Nachhinein alles irgendwie besser machen. Aber das ist der Lauf der Dinge. Man macht es einfach immer so gut, wie man gerade kann. Und darauf sollte man stolz sein. Beim ersten Lordfest hatten wir 2000 Leute und haben es gerade so geschafft, dass die große Halle hier kein Minus abwirft. Und beim zweiten Lordfest ist es ausverkauft mit 4000 Leuten. Und das heißt, wir können nächstes Jahr in die nicht größere Halle gehen, um dann dort wieder ein Minus vielleicht zu machen. Oder auf jeden Fall es zu riskieren. Wir wollen es natürlich immer geiler und immer größer machen, aber dieses Jahr ist ausverkauft. Sonst läuft alles so wie immer. Alles geil. Ich finde nicht, dass irgendein Song nicht für irgendeinen anderen Sound geeignet sein könnte, weil prinzipiell besteht Musik aus ein paar technischen Zutaten, die in jedem Genre irgendwie umsetzbar sind. Wir sind da tatsächlich nur nach Geschmack gegangen, nur nach Bock auf die Songs, auf die wir richtig Bock hätten. Aber ich bin der Meinung, dass man theoretisch jeden Song in jedem Genre irgendwie umsetzen kann. Nee, eigentlich nicht wirklich. Also man wird jetzt vielleicht erwarten, dass wir als Rockband, als Metalband sagen, oh, das war total schräg in diesem Pop-Kontext und alles so anders, aber ich empfand das nicht als schräg und es liegt vielleicht auch daran, dass wir immer total offen waren mit allen Genres und Begegnungen mit anderen Künstlern. Deshalb hat das eigentlich nichts verändert. Nein, das war geil. Aber hat nichts verändert. Grundsätzlich auf die Musikwelt nicht. Ne. Vielleicht hat es ein bisschen was bestätigt, verändert hat es eigentlich nichts. Es waren so viele verschiedene Stile und so viele verschiedene Menschen, die da zusammenkamen. Das war am geilsten, glaube ich. So. Ich glaube, ein bisschen mehr Ego als im Original. Tatsächlich, so ein bisschen Show-Ego. Ich glaube, so viel Ego haben wir tatsächlich nicht im Privatleben. Ganz viel und auch gar keins, muss ich sagen, weil natürlich steckt da unglaublich viel Ego drin im Sinne von Performance und hier, ich bin hier der Frontmann und hier so, aber Ego kann man ja verschieden verstehen. Wenn man Ego wirklich als das Selbst versteht, dann steckt da eigentlich auch irgendwie gar nichts drin, weil ich das eigentlich so privat nicht so richtig habe. Was insofern vielleicht wieder Sinn ergibt, weil ich das vielleicht auf der Bühne ausleben kann, verstehst du? Also deshalb steckt da viel Ego drin, aber vielleicht auch gar keins. Null. Also zumindest, wenn ich für mich sprechen soll, null. Das ist für mich einfach eine nette Nebenrolle sozusagen, neben meinem alltäglichen Dasein. Ich find's geil, ich will's nicht missen, aber Ego und Eitelkeit, zumindest bei mir, nö. Ich mach's einfach, weil ich Bock hab. Hi, what's up? My name is Michael. Nice to meet you. Oh, Germany, it's so great to be back. Oh, yeah. Love y'all. Schwarz und Gold! Ich glaube, viel wichtiger als diese großen Ziele, die natürlich jeder Musiker irgendwie hat, mit irgendwann mal selber ein Stadion ausverkaufen oder so, was natürlich eher Träume sind als Ziele, ist es, immer zufrieden zu sein mit dem, was man macht. Und ich glaube, das ist mein Hauptziel. Wir sind glücklich mit dem, was wir machen und waren das die ganzen Jahre und wenn das so bleibt, dann ist alles in Ordnung.
Wir kennen uns alle schon sehr, sehr lange und mittlerweile kann man sich natürlich sehr gut untereinander einschätzen und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, so, dass man den anderen mittlerweile schon so ein bisschen lesen kann, wenn man morgens im Tourbus aufsteht und genau weiß, okay, der ist heute vielleicht nicht so gut drauf. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um diese Dynamik so weiterfahren zu können. Eine gesunde Mischung aus ganz naher Freundschaft und guter Distanz, weil Distanz immer dazu führt, dass man sich wieder auf Dinge, Personen, gemeinsame Ereignisse freut. Wir sind relativ direkt und schnell da drin, sofort Dinge anzusprechen, wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwo ein Problem entsteht. Also Kommunikation ist eigentlich immer der Schlüssel für alles und zu Kommunikation gehört vor allen Dingen auch zuhören und nicht darauf warten, wann das Gegenüber fertig ist, damit man selbst widersprechen kann. Oh, einiges. Als Legende der Heavy-Metal-Szene noch so nahbar und so bodenständig zu sein, Band, aber auch Crew zum Beispiel von Maiden. Dass wir uns auf jeden Fall bewahren sollten, immer offen und freundlich auf andere Menschen zuzugehen. Dass man auch in einem etwas höheren Alter noch fitter sein kann, als wir es selber heute sind. Wie die auf der Bühne rumspringen, mehr als manch 16-jährige Schülerband. Das fand ich mega beeindruckend und inspirierend. Da kann man sich und können sich auch andere Künstler eine ganz, ganz dicke Scheibe von aufschreiben. Das stammt von überall her. Also man müsste jetzt aufzählen, was wir alles cool finden, aber es sprengt den Interview-Zeitrahmen, glaube ich. Aber das kann alles sein. Kannst du in irgendeinen Second-Hand-Laden rennen und sagen, die Jacke ist cool, ich will auch so eine. Oder du nimmst genau die oder wie auch immer, bis hin zu, du siehst andere KünstlerInnen was tragen, was du magst. Oder siehst etwas im Film. Oder etwa gehst auch nach Gefühl, weil Klamotten lassen dich ja auch auf eine Art fühlen. Also wenn man auf St. Pauli wohnt, dann sieht man tagtäglich viel Inspiration, weil dort viel buntes Volk herumläuft, aber das kann alles sein. Das kann Film sein, das kann eine Werbung sein, das kann Germany's Next Topmodel sein, das kann Horrorfilm sein, das kann auch einfach die Augen schließen sein und sich vorstellen, wie möchte ich eigentlich gerne aussehen, das kann ein Superheld sein. Ich weiß es nicht. Auf Ideen kommt man irgendwie ständig und manchmal läuft man auch einfach nur durch H&M und denkt, Mensch, das Damenkleid ist aber schön, das ziehe ich jetzt an. You see, it's only us four here. Klaas is backstage. He's struck down by a hardcore migraine. He, just a couple of minutes ago, he didn't even know his name. It's really like, it's not just a headache, it's just a serious fucking migraine. For the last 1.5 hours, we sat down Benji, some of you know him, he's in our crew. We sat him down with a bass guitar, and he was learning all the songs for it. So, and for two other songs, another friend is going to jump in who is here tonight. It's Jacob from the band Swiss of the Anna. And yeah, so we don't know what happens. Maybe there's some flaws, some mistakes. It is what it is. That's the best we can offer you tonight. Now we leave the stage and come back with a dramatic introduction. And all the best to Klaas. Gute Besserung an Klaas. Er wird euch berühren, wenn ihr einmal vor ihm schreit. Vielleicht tut es bei ihm auch nicht gut, aber bis halt. Ich hatte heute überlegt, ich will mal ein alternatives Outfit in der Show. Hätte ich sonst nicht mitgehabt. Alter! Ach, wie aus er sieht! Mega! Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Indem man sich die Freude an der Sache beibehält. Das wirft die nächste Frage auf, wie behält man sich dann die Freude an der Sache bei? Aber ich glaube, es ist sehr, sehr innenliegend, intrinsisch, dass man das hat. Und ich glaube, wenn das einem vorliegt, dann schafft man es auch, konstant Output zu generieren.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß zumindest seit diesem Jahr, dass so viel Druck und Arbeit, wie wir es dieses Jahr hatten, auf jeden Fall Output und Kreativität bremst. Also ich habe noch nie so wenige Songs geschrieben wie in diesem Jahr. Okay, vielleicht in meiner Kindheit habe ich keine geschrieben, aber weißt, was ich meine? Aber grundsätzlich ist es tatsächlich glücklicherweise so, dass zumindest bei mir immer so ein Radio im Hinterkopf läuft, wo immer irgendwie Songs ausgespuckt werden. Und das ist zum Glück noch nicht aus. Aber ich kann es nicht wirklich kontrollieren. Ich weiß nicht wirklich, wo es herkommt. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, saint and sinner, we do fall before we rise. Now go, go, let your blood flow, flow, with broken wings we learn to fly. We are blood and glitter, blood and glitter. Wow, das ist eine harte Frage. Ich finde, das kann ruhig jeder für sich entscheiden. Was? Oh. Metal, Cheers und Metal. Ich stelle mir dann ja immer die Frage, ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, was für mich Metal ist? Und ich komme immer zu dem Ergebnis, mir ist das ziemlich egal. Was ist für mich heute Metal? Ich kann das nicht genau trennen, was wirklich noch Metal ist, weil ich finde, dass die Grenzen einfach immer weiter verschwimmen. Und ich finde, das ist sowas von egal. Für mich ist es richtig Metal und auch true, wenn man es schafft, die vermeintlichen Genregrenzen des Metal zu öffnen für andere Dinge. Denn nur dann kann man auch sagen, Metal wird immer auch da bleiben. Metal ist, was du Metal findest. Metal ist ein Gefühl, eine positive Energie, die mich in Form von Musik vorantreibt und mich fühle, als hätte ich gerade einen tollen Preis gewonnen und dabei super viel Kaffee getrunken. Das ist für mich Metal. Ich würde die Frage ja gerne beantworten, aber jetzt ist hier so viel Lärm. Wir gehen auf jeden Fall auf Tour nächstes Jahr, auf 15 Jahre Lord of Lost Tour. Haben richtig viele geile Sommerfestivals und wir werden nächstes Jahr kein Album rausbringen. Ciao.